So, hello, ladies and gentlemen, boys and girls, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Streamerino und ich habe direkt mal einen Frosch im Hals, das ist richtig geil. Läuft. Ich hoffe, es geht euch gut. So. Wir machen heute weiter, wie ihr seht. Wie ihr schon seht, mit Judgment heißt das Spiel. Alter. Musste gerade erstmal überlegen, wie das Spiel heißt. Habe ich vergessen. Weg. So. Ton ist da. Spiel ist da. Der Kapitän ist da. Alle da. Wir starten mit dem nächsten Kapitel, weil wir gestern Kapitel 6 beendet haben. Was war das? Ach du liebe Zeit. Ah. Alles klar. Moment, ich bin mal eben auf Tauchstation. So. Schön die Klappe abgetreten von meinem PC. Aber ist wieder dran. Ah. Alrighty, dann würde ich sagen, können wir reingehen. Also gestern Kapitel 6 abgeschlossen und jetzt starten wir mit Kapitel 7. Und los geht's. Was bisher geschah. With the mole's murder of Shintani, the police begin to suspect Yagami and subpoena him. The cases of both past and present become a volatile mix at the ADDC. At one point, the land it sits on had been the target of a redevelopment scheme. And behind that plan, the Kansai-based construction company, the Kajihira Group, and its chairman, Shigeru Kajihira. Kapitel 7 im Rampenlicht. That old man is the person responsible for all 10,000 employees in the Kajihira Group. Shigeru Kajihira. So he's the guy. Vorsitzender der Kajihira Holding, Shigeru Kajihira. You're familiar with Hattori-san here, yes? He's told me a great deal about you, Yagami-san. Me? He even clued me in on the perfect way to get inside your head. You better not be talking about Mafia-chan. As I understand it, you two are practically family. The young lady is quite fond of you, you know. I take it you're the one who gave Shioya the order to kidnap her then? I wanted to see what you were capable of. Huh? Now that I know the Kure clan will leave you alone, I can guarantee that. Let me guess. There's a condition? There's something I'd like you to do. A job only a detective can handle. Here we go. A year ago, I set in motion a plan to redevelop a massive plot of land owned by the Ministry of Health. Yeah, I know.
Hattori-san's article told me as much. Sharp. Our plan was to take over the entire medical institute. That's enough land there for 3 or 4 Kamurochos. So I struck a deal with Minister Kazami and bought up the surrounding properties for next to nothing. All that remained was closing down the ADDC and the other arms of the institute. But I don't have enough time on this planet to wait for that to just happen naturally. So I turned to a man named Hashki. Here's a shot of the man. Den Kerl habe ich noch nie gesehen. At the time, Hashki was the vice director of the ADDC. But tempting him to join me was easy enough. But soon we were working together to sabotage the center. Sabotage? Yes, he drove out the ADDC's most promising talent and sold their cutting-edge research to rival labs. He performed his part admirably. Sounds like a real douchebag, if you ask me. So you're saying you bought off a government official? Yes, and it was easy. But then, just as the ADDC was on its last legs, something breathed life back into it. Which was? AD9. Minister Kazami did a complete 180. He took Kido's side and vowed to keep the center open. That drug ruined the whole damn operation. And where's Hashiki now? Dead. What? He was beaten to death some 6 months ago. Somebody murdered the vice director of the ADDC? They're still not sure who was responsible. The cops wrote it off as a drunken brawl, and that was the end of it. Yagami-san, I want you to investigate Hashiki's death. I have reason to believe it was premeditated. What makes you think that? You sound pretty sure. He was suspicious of AD9. Thought it was all a hoax. A hoax? But why? Just when we started talking about closing the center, along came this revolutionary new drug to save the day. The timing was too convenient. That's what Hashiki thought, at least. He was sure that there was more to AD9 that met the eye. So he did some digging, and not long after, he was murdered. Are you saying Director Kido bumped him off? That's a pretty serious accusation. If that were the case, I'd still be able to shutter the center. The redevelopment project would begin anew, and all my investments would finally turn a profit. But as of right now, I'm 100 billion in the red. That's a lot of money. I can't leave that large an investment on the table. No wonder you're so hung up. Der Mörder von Hashiki wollte Kajihira schaden. Vermutlich ist es jemand, der ME9 schützen will. The ADDC is hiding something. I'm sure of it. And that lawyer, Shintani, was close to figuring out what. At least until he got his eyes gouged out. Things are not all they seem to be at the ADDC. And if that's the case, you must want to know the truth too, Yagami-san. That's why I came to you. There's nobody else I could ask to do this. Hattori-san. Mafuyu almost got kidnapped thanks to you. Anything you want to say? Chairman Kajihira pretty much kidnapped me, too. Going after your girl wasn't my idea. I was just looking out for myself. Still feels like you owe us an apology. That guy's the fucking worst. Hey, shouldn't we roll out of here? Our friend's just about waking up. Good point. Let's go. Yeah, name's Hashiki. Used to be vice director of the ADDC. Mm-hmm. Murdered in Kamurocho 6 months ago. Sorry to spring this on you, Hoshino. Think you could get all that for me by tomorrow? Okay, thanks.
Well, looks like that's it for today. See you at Genda's tomorrow. Sounds good. Night, boys. Yagami-san, What's up, Sugira? I was just thinking, teaming up with you was the right call. Should make some progress on my investigation now that Kajihira himself is out in the open. I wouldn't have saved Mafuyu without you either. Thanks again. No prob. Let me know if anything else comes up. Eine geruhsame Nacht im Bett klingt gerade ziemlich gut oder so. Okay, dann einmal zurück. Zum Büro. Und eine Runde schlafen, bevor wir uns dann dem neuen Fall, der scheinbar auch mit unserem aktuellen Fall wieder connected ist, uns damit beschäftigen oder uns dem widmen. Meine Güte, wie viele kommen denn da? You don't give up, do you? Wo kam ich eigentlich noch mal zur Kanalisation, damit ich mal Verbandskästen kaufen kann? Hier, oder? War das nicht da an dem Kinderspielplatz? Really, guys? Nee, hier war das nicht. Scheiße. Wo war das denn? Dass das auch nicht markiert wird. Ist auch irgendwie weird. Und auch, dass man nur da... Dass man auch nur da Verbandskästen bekommt, ist auch völlig bescheuert. Ja, Children's Park. Da könnte es gewesen sein. West Chichifuki Street. Ups.
Ich guck mal. Mein Gott, Alter, schmeißt mir doch noch ein paar Gegner entgegen. Aber das wird jetzt langsam echt ein bisschen too much, muss ich sagen. Ist auch nicht mein Lieblings-Gameplay-Teil hier. Kämpfen, würde ich sagen. And stay down. どちらまで行かれますか。それでは Ja, hier ist das. Yagami-san. Yagami-san. 20.000? Wow. Na gut, ist günstiger als der Verbandskasten, ne? Der kostet 40.000. Aber den kannst du halt mitnehmen. Das ist halt der große Vorteil. Meine Lippe tut immer noch weh. Das ist nicht gut. Ja, nicht gut. Ach, es ist wieder zu. Na klar. Perfect. So, triff Hoshino. Hallo? Oh, Tomioka-san hat mir was zu essen dagelassen. Das ist ein Fleisch-Kartoffel-Eintopf. Für später aufheben. Weil wir müssen uns gerade nicht melden. Deshalb macht das wenig Sinn. Was sagen unsere Punkte? 1500. Wildheit des Tigers brauche ich. Okay. Yagami wird im Tigerstil durch gegnerische Angriffe weniger leicht ins Schwanken gebracht. Das ist gut. Zack. Das ist auch neu dazugekommen, ne? Gut, gut, gut. Hier auch neuer Skill. Ja, erlösender Konter. Yagami führt einen Konter aus und befreit sich aus dem Griff des Gegners. Manche Gegner sind dagegen immun. Drücke Kreis oder Dreieck, während du von einem schwachen Gegner festgehalten wirst. Auch gut. Aber kann ich mir gerade nicht leisten.
Der lebt immer noch? Okay. Das gibt aber auch kaum Punkte, ne? Das Kämpfen. 81 gab das jetzt. So viel ist das nicht. Und es kommen halt jetzt... Dafür kommen natürlich jetzt super viele. Aber ich finde die eher lästig als irgendwie... wertvoll. Ist halt so ein bisschen so dieses Pokémon Final Fantasy Problem, ne? Wobei bei Pokémon kann man natürlich dann noch argumentieren, dass man da ja auch die Pokémon farmen will, also damit man die fangen kann. Dass man sich so lange in dem hohen Gras aufhält, bis sie kommen. Aber, ja, weiß auch nicht. Kein Fan von diesen Zufallskämpfen. Zufallsbegegnungen, wie auch immer man das There nennt. you are, Talk. Kaito-san, you're here early. Early bird nabs the murderer, yeah? Hoshino-kun dug up some dirt on Hoshiki. I heard the Kyorei clan attacked Mafiu last night. You already talked to her? Yeah. She seemed... happy. Probably because you came to the rescue. Irgendwie läuft der Stream gerade nicht gut. Ich glaube, ich muss einmal neu starten. Das Gefühl hatte ich vorhin leider schon. Hier, Moment, aber bevor ich neu starte, muss ich einmal bei YouTube stoppen. So, geht sofort weiter. Bis gleich.